Heute werdet ihr ein weiteres sehr charmantes Teammitglied von Easy kennenlernen. Björn bringt euch den neuen Volatilitätsscore näher. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, liebe Nicola, vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Neues Gesicht, gleicher Screener, natürlich immer wieder mit Verbesserungen. Also unser Frisurkollege David heute nicht am Start, dafür ich. Und ich möchte euch die letzten Updates zeigen, was wir gemacht haben, insbesondere den Volatilitätsscore. Das ist aus unserer Sicht ein besonderes Highlight und deswegen schauen wir uns den mal gemeinsam an, damit ihr auch wisst, wenn ihr schon länger User seid, wie ihr den einbauen könnt in den Screener und wofür der auch ist, ne? Wir sind also direkt in den Screener rein und ja, für alle, die ihn kennen, also Premium-User sind, ihr könnt hier alle Funktionen hier nutzen. Wer den Screener noch nicht kennt, wäre dieses Video falsch, um alle Informationen zu bekommen. Ne? Wir konzentrieren uns hier wirklich auf den Volatilitätsscore, aber unten in der Videobeschreibung findet ihr die neue Landingpage, die ist schön gemacht, damit man einen Überblick über Easy bekommt. Einen kleinen Trailer, ein paar Infos und vor allen Dingen aber auch den Button, um mal auf den kostenlosen Test zu gehen. Registriert euch also gerne, testet mal 14 Tage völlig kostenfrei. Die Premium-Version, ganz wichtig, da habt ihr den vollen Funktionsumfang und dann habt ihr 3 Monate nochmal extrem vergünstigt über die Nicola, über den Link. Und dann habt ihr 3,5 Monate, um das Ding hoch und runter zu testen, wie es schon viele andere gemacht haben. Allein der Signaldienst, mit dem wir ja im Monat im Schnitt knapp 1.000 $ generiert haben, bis jetzt kein Signal, was in Verlust geschlossen wurde. Also das alleine ist ja ein Vielfaches wert von dem Screener. Wie gesagt, keine Handlungsempfehlung, aber sicherlich sehr nett zu sehen für jeden Optionshändler, der aktiv da draußen unterwegs ist. Ja, Volatilität. Warum ein Volatilitätsscore? Letztendlich ist es so, dass wir alle Optionshändler die Volatilität nicht aus dem Auge verlassen sollten. Gerade in einem Niedrigvola-Umfeld ist es ja nicht so lukrativ, Optionen zu schreiben. Für den Käufer von Optionen ist das natürlich schön, wenn er die günstig erwerben kann. Aber wir wollen ja als Stillhalter, ich nehme jetzt mal diese Position ein in dem Video, wir wollen natürlich eine Arbitrage bekommen, also eigentlich eine Überkompensation aus der Angst, die der Markt einpreist oder besonderen Ereignissen, die dazu führen, dass wir eigentlich zu viel Prämie bekommen für das echte Risiko, was da ist. Dafür nutzt ja der eine oder andere sowieso auch implizierte Vola, auch historisch. Und wir haben diese Parameter ein bisschen zusammengepackt in einen neuen Indikator. Also wir haben insgesamt 6 Kriterien hier einfließen lassen. Eine davon hat nicht wirklich was mit der Volatilität zu tun, aber mit Liquidität. Und die Liquidität ist ja auch wichtig, dass man später aus dem Trade auch mal wieder rauskäme, wenn man denn wollte. Ja, und entsprechend, das sind sozusagen so die Grundlagen, ohne dass wir jetzt da Details verraten, aber es funktioniert sehr gut. Das heißt, man kann jetzt hier als Optionshändler hergehen und sagen, ich möchte mich beschränken in der Basiswertauswahl auf die Titel, die eine extrem hohe oder eine überdurchschnittlich hohe Vola mir bieten, also sehr, sehr gute Prämien, um Stillhaltergeschäfte einzugehen. Wenn ich also auf den Aktienfinder gehe, im Homebildschirm habe ich jetzt überschritten oder übersprungen, dann seht ihr, wenn ich alle Basiswerte nehme, dann habe ich 7.145 Treffer, die mir angezeigt werden. Es sind natürlich noch mehr US-Titel im Tool, aber die wirklich angezeigt werden, also die kleinsten und liquidesten kommen gar nicht raus, aber 7.145 wäre ja auch zu viel, um die durchzugehen. Wo soll ich denn meine Optionen jetzt platzieren? Dafür soll ja der Easy Screener da sein. Wenn man als Beispiel den Easy-Filter wählt, was heißt Easy-Filter? Da haben wir einfach verschiedene andere Unterfilter kombiniert. Zum Beispiel überverkaufte Aktien im Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, die Aktie muss über der 200, dem SMA 200 liegen, wir brauchen RSI maximal 40 und was wir noch gesagt haben, ist mindestens 5 Milliarden Marktkapitalisierung, sodass entsprechend die Aktie auch nicht zu klein ist, die dahinter ist. Dann sind jetzt hier auf einmal nur noch 78 Treffer übrig von den über 7.000 eben. Jetzt kann man das Ganze nochmal weiter individualisieren mit dem Vola-Score. Übrigens, der Vola-Score, den könnt ihr euch hier reinholen, wenn ihr schon User seid. Ne, dann haben wir euer Setup natürlich nicht verändert. Dann müsstet ihr über das Zahnrädchen reingehen, hier Score eingeben, den aktivieren und dann ist er ja auch hier drüben und dann kann man ja sich die einzelnen Spalten hin und her schieben, wie man möchte, wo man den am liebsten sehen will, speichert das Ganze dann ab. Und dann hat man den Score hier drin. Bei allen neuen Usern, die nach dem Update des Kunde geworden sind, ist der Score schon automatisch drin. Man muss nur am
Rande. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen Dank. Das heißt, wenn ich jetzt auf Filterkriterien gehe und den Easy Score nutzen möchte, dann kann ich natürlich den technischen Score, Qualitätsscore oder auch den Vola-Score nehmen. Und wir wollen jetzt ja mal den Vola-Score uns anschauen, was der nochmal für ein Turbo ins Screening bringt oder halt eine bessere Auswahl. Also ich sage jetzt mal wirklich hohe Vola-Score ab 7, nur die möchte ich sehen. Schon werden aus den über 70 Treffern jetzt nur noch 16. Und wenn ich vielleicht sage, ich möchte aber auch schon, dass die Aktie noch ein bisschen größer ist, dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich für 10 Milliarden das Ganze einstelle. Guck mal, habe ich 11 Treffer und das Ganze ist ja jetzt auch so erstmal abgespeichert, beziehungsweise kann ich halt speichern, die Konfiguration, dass ich sage, diese Filter soll jetzt sein hohe Wohler mindestens 10 Milliarden als Beispiel, als Marktkapitalisierung. Und dann habe ich die Konfiguration halt gespeichert und wenn ich nächstes Mal den Screen öffne, muss ich nicht wieder alles neu einstellen, sondern kann direkt rübergehen in den Express-Modus, wo ich hier meine Optionen filter. Du kannst natürlich auch den kompletten mächtigen Screener nehmen und dir da alle möglichen Screens einstellen. Ich habe jetzt mal mich beschränkt auf den Express-Modus, weil es ja schnell geht und wir ja hier auch nicht zu lange auf das Tool eingehen wollen, denn ihr sollt es ja dann einfach nur nutzen. Hier ist erstmal alle Basiswerte drin im Screener und das heißt also in dem Express-Modus. Ich würde das jetzt mal beschränken auf die gerade aus dem Aktien-Screener herausgefilterten. Also diese 11 Aktien, die ich eben hatte, nur die möchte ich hier angezeigt bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, welche Renditeerwartung habe ich? Da ist jeder etwas anders drauf. Der sehr konservative würde sagen irgendwas bis zu 10%, der nächste sagt 10 bis 15. Meine Richtung wäre jetzt hier 15 bis 20, würde ich gerne erreichen als annualisierte Rendite, also sprich die Prämie, die ich bekomme, teilt durch mein Risiko. Das Risiko ist der Strike-Wert mal 100 und das dann durch die Laufzeit mal 365 Tage. Dann habe ich halt die annualisierte Rendite, wie wir sie hier rechnen, damit hier kein falsches Verständnis ist. Manche rechnen ja auch mit Margin. Wir sind da etwas konservativer unterwegs. Dann ist natürlich die Frage, wie groß soll eigentlich die Position sein? Wenn ich jetzt einen 100er Strike habe, dann wären das ja schon $10.000 Risiko. Wenn ich mir das erlauben kann, dann kann ich auf unbeschränkt gehen und sagen, mir ist egal, wie groß die Aktie ist. Zeig mir mal, was du da hast. Die Ausschlusskriterien, Earnings vermeiden, ja, die Earnings Season startet ja gerade. Es könnte ein wichtiger Punkt sein für den einen oder anderen Trader, habe ich jetzt auch aktiviert. Ich habe auch aktiviert, dass Fokus, also ein hohes Open Interest da ist, nicht im Geld und der Basiswert. Logischerweise über der 200-Tage-Linie hatten wir ja vorher schon geklärt. Und schaut, unsere Top 5 Optionen, die das System auswirft, sind sogar nur 3. Also es kommt gar nicht mehr so viel raus, was meine Filterkriterien wirklich erfüllt. Das ist übrigens auch nochmal ein Tipp. Wenn ihr hier mal kein Ergebnis habt, könnte es daran liegen, dass ihr einfach zu viel gefiltert habt. Wenn schon mal jemand bei Autoscout oder Immobilien Scout irgendwie eine Wohnung oder ein Auto gesucht hat, ja, wenn ich halt den Porsche Cayenne haben will, Baujahr 23 unter 5.000 Euro, kriege ich wahrscheinlich zumindest kein seriöses Angebot und entsprechend muss man das hier auch dann berücksichtigen. Also lieber nach und nach die Filter reinsetzen oder nach und nach die Filter wieder rausnehmen, damit ihr dann hier auch Ergebnisse habt. Haben wir ab und zu mal die Rückfrage, deswegen hier auch die Ergänzung. Ja, jetzt, wenn man hier einen Mouse-Over macht, dann sieht man hier Unity Software oder Carnival für die Kreuzfahrtfreunde. Ich nehme mal den oberen, weil der hat ja auch die höchste Prämienrendite hier. Ich finde auch schön, dass der einen riesen Abstand hat zum Kurs. 23 Tage ist auch eine schöne Laufzeit. Und jetzt gucken wir mal, ob es mir auch vom Chartbild her gefällt, was wir da herausbekommen haben. Und wow, 8 von 10, der Vola-Score, schöne Geschichte. Oh, aktiv, ein Signal ist auch neu jetzt seit dem letzten Update, dass man sieht, falls wir selbst Signale rausgegeben haben, dann wer ist hier aktiv oder wenn wir schon mal ein Signal gehandelt haben auf den Basiswert, würde man hier auch sehen und was da verdient wurde. Ja, witzigerweise wurde hier tatsächlich bei den Kollegen auch was Ähnliches gescreent und hier sehen wir es nochmal schön im Chartbild. Also RSI deutlich runtergekommen, nah am sehr überverkauften Bereich. Wir haben einen schönen Abstand zwischen dem Strike und dem Kurs. Also das Grüne ist ja unser Strike hier mit der Laufzeit. Und wir sehen auch, dass die Laufzeit endet, bevor hier der rote Pfeil kommt, die nächsten Earnings. 200-Tage-Linie
ist, sind wir weit entfernt, aber hier auch noch leicht drüber. Aber wir sehen Unterstützungsbereiche, die unser System hier entdeckt hat, sind wir drin. Das heißt, für mich wäre das jetzt eine schöne Möglichkeit. Und wenn wir das uns nochmal überlegen, was haben wir dafür wirklich getan, dann sind wir ja gerade mal auf den Aktienfilter gegangen, haben unseren Easy-Filter gewählt, sind in den Express-Modus gegangen, haben dann im Express-Modus gesagt, wir wollen nur noch aus dem Aktienscreener 2, 3 Klicks und waren da. Und genau das ist das Ziel, dass wir schnell an den Trade kommen, den wir wollen. Und ich denke an der Stelle für heute erstmal gut. Alle Fragen gerne auch an uns, support@easy.io und ansonsten bis bald.